Hi und schön, dass du wieder mit dabei bist. Wenn du mich noch nicht kennst, ich bin Lisa von Parfori und hier dreht sich alles rund um die Welt der Nischendüfte. Der Frühling kommt immer näher, der Sommer auch, mit ganz großen Schritten sogar. Und dann wird es Zeit, die weißen T-Shirts aus dem Schrank rauszuholen. Und deswegen habe ich euch heute Düfte dabei, die perfekt zu eurem weißen T-Shirt-Look passen. Die Düfte gehen in eine etwas saubere, leicht cremigere Richtung, haben teilweise auch so einen frischeren Touch nochmal mit drin, erinnern so ein bisschen an frische Wäsche, geben aber auch so ein frisches Gefühl nochmal mit rein. Insofern würde ich sagen, wir starten gleich mal durch mit dem allerersten Duft. Und zwar ist das von Giardino Benessere, der White Musk. Und wie der Name vielleicht schon raten lässt, der hat auf jeden Fall Assoziationen mit Weiß, wenn man da dran riecht. Im ersten Sprühen merkt man schon, das wird auf jeden Fall ein blumiger, ein bisschen vollmundigerer Duft. Der ist am Anfang relativ präsent. Wir haben hier wirklich auch weiße Flower Power drin, wir haben hier Jasmin drin, wir haben hier Orangenblüte mit drin, wir haben hier auch eine weiße Orchidee mit drin, wir haben tatsächlich auch Ylang Ylang mit drin. Das heißt schon ein recht blumiger Duft. Die kommen am Anfang schon raus, ich finde aber im Duftverlauf gehen die so ein bisschen in den Hintergrund und der Duft wird auf jeden Fall gefällig, hat aber definitiv einen sauberen Charakter, vor allem eben auch durch die weißen Blüten. In dem Duft soll auch Pfirsich mit drin sein. Ich für meinen Teil muss sagen, ich rieche den so jetzt 1:1 nicht raus. Kann gut sein, dass der dafür sorgt, dass der Duft trotz der vielen Blüten, die drin sind, einfach nicht mega schwer wird, sondern das so ein bisschen auflockert. Man riecht da jetzt aber nicht krass irgendwie fruchtige Noten raus, vor allem eben jetzt auch nicht den Pfirsich 1:1. Der Duft fängt eben recht intensiv an, im Duftverlauf wird er aber schnell schon ein bisschen flacher. Und was schön ist, dass wir auch eine kleine holzige Note mit reinbekommen. Also wir haben hier eine Zeder mit drin, ja, echt schön, die gibt eine schöne Basis und wir haben hier auch Moschus mit drin, das rundet den Duft natürlich schön ab. Ich für meinen Teil finde, das ist wirklich ein schöner, sauberer Duft, der in eine feminine Richtung geht, der irgendwie so einen edlen Touch eben hat, den man super jeden Tag tragen könnte. Und ich finde tatsächlich auch für jede Jahreszeit. Also sowohl im wärmeren Frühling, Sommer, aber auch Herbst und Winter. Also bei dem Duft würde ich tatsächlich gar keine Einschränkungen machen. Wenn wir von sauberen Parfums reden, dann darf auf jeden Fall der nächste Duft auf keinen Fall fehlen. Denn ich würde sagen, das ist einer der saubersten und cleansten Düfte, die ich jemals gerochen habe. Und ich spreche von keinem anderen als dem Iperborea von Lorenzo Villoresi. Und das ist schon ein Duft, der wirkt so richtig unschuldig. Also wir haben auch hier eine Vielzahl an Blüten definitiv wieder drin. Ja, die riecht man zu Beginn, finde ich, auch schon raus. Wir haben am Anfang so eine kleine zitrische Note auf jeden Fall mit drin. Ich finde aber schon im ersten Riechen merkt man, dass der Duft sich recht cremig entwickeln wird. Ja, schön, erinnert ein ganz kleines bisschen an Nivea-Creme, finde ich. Was den Duft aber so besonders macht, ist, dass wir wirklich eine Vielzahl an Blüten mit drin haben. Wir haben hier auch ein schönes Maiglöckchen mit drin. Ich kenne gar nicht so viele Düfte, wo Maiglöckchen auf jeden Fall auch rauszuriechen ist. Der Duft hat einfach diese Blüten, hat dieses Zitrische, hat leichte grüne Noten und erinnert schon irgendwie so an einen frischen Tag. Die Sonne geht gerade auf, man ist auf einer Wiese, wo vielleicht die Blumen gerade sich öffnen. Also da hat man wirklich tolle Assoziationen mit dem Duft, zumindest ich. Der strahlt so eine gewisse Ruhe mit aus und hat auf jeden Fall einen wahnsinnig sauberen Charakter. Wir haben neben Maiglöckchen auch Magnolie unter anderem mit drin. Das heißt, wir haben hier schon eine Vielzahl an Blüten, auch Alpenveilchen ist mit drin. Die sind natürlich auch präsent. Wir haben aber in dem Duft auch schöne Früchte mit drin. Eine Orange haben wir zum Beispiel mit drin. Wir haben auch Pfirsich mit drin, auch hier, den riecht man nicht raus, also zumindest ich nicht 1:1. Die stehen auch nicht im Fokus, aber wenn der Duft sich entwickelt, dann habe ich da immer was leicht, ja so zitrisch, fruchtiges im Hintergrund, wenn ich dran rieche. Das finde ich total schön. Und obwohl der so viele unterschiedliche Blüten mit drin hat, ist alles gefühlt so in einem Einklang. Also der Duft ist in sich total ja, stimmig komponiert. Da gibt es keine Duftnote, die total rausschreit, sondern für mich ist der schon so ein bisschen rund. Wir haben ja auch Moschus mit drin, rundet das Ganze dann auch noch schön ab. Und der ist für mich einfach stimmig, schön sauber, bisschen cremig, aber trotzdem ein leicht pudriger Touch.
Ich finde, mit dem fühlt man sich auf jeden Fall den ganzen Tag echt wie frisch geduscht. Nicht in einem aquatischen Sinn, sondern vom Sauberkeitsgrad her. Also wenn man den aufträgt, dann ist es wie wenn die Wäsche gerade frisch aus der Waschmaschine gekommen ist, gerade sonnengetrocknet wurde und ja, man riecht einfach total lecker noch nach dem Waschmittel. Während sich die zitrischen Noten bei den Düften bisher so ein bisschen im Hintergrund gehalten haben, sind die beim nächsten Duft auf jeden Fall schon im Fokus, zumindest im Opening. Und ich spreche von dem Bergamundi von Pharmacia Annunziata. Lasst uns da mal gemeinsam dran riechen. Ja, der Duft startet wirklich, boah, zitrisch, zitrisch, zitrisch. Das schlägt einem schon fast ins Gesicht, also es ist schon heftig am Anfang. Wir haben hier Bergamotte, wir haben hier leicht herbe, leicht bittere Noten nochmal mit drin. Und das Schöne bei dem Duft ist aber, dass sich eben diese zitrischen Noten und diese leichte Bitterkeit, die da mit drin ist, definitiv im Duftverlauf auch hält. Da gesellen sich neben Bergamotte, neben der Limette, die natürlich diese bitteren Noten auch mit reingeben, Magnolie dazu, Orangenblüten dazu. Das heißt, wir haben hier schon auch Blüten, die mit reinkommen. Für mich bleibt der Duft aber schon mit einem zitrischen Touch und mit einem leicht bitteren Touch. Das ist definitiv auch ein Duft, den können Männer perfekt tragen. Also für mich Unisex tatsächlich, Frauen und Männer gleichermaßen. Schön zu tragen, gerade wenn ich mir vorstelle, zu so einem weißen T-Shirt passt so ein zitrisch, leicht herber Duft, finde ich perfekt. Und der hat trotzdem auch einen leicht sauberen Charakter. Also die Kombination ist echt schön, finde ich. Ich finde, der hält auch toll. Klar, bei den Düften ist es meistens so, ja, dass sie so ein bisschen hautnah sind. Ich finde, das haben saubere Düfte sehr oft an sich. Auch die ich dabei habe. Also bisher würde ich sagen, es sind jetzt keine absoluten Silage-Monster. Braucht man aber manchmal auch einfach gar nicht, sondern es geht vielmehr darum, dass man, wenn man an der Kleidung riecht oder eben ja, Menschen um einen rum sind, sie immer so einen leichten Hauch oder leichten Nebel von einem richtig leckeren Waschmittel-Vibe irgendwie bekommen. Das mag ich total gerne und ich erinnere mich noch dran, es war, glaube ich, letzten Sommer, da hatte ich auch so einen frischen, etwas sauberen Duft drauf und hinter mir ist eine Frau gelaufen, die dann auch gesagt hat, hey, was für einen Weichspüler benutzt du? Du riechst so lecker. Wo ich gesagt habe, nee, ist kein Weichspüler, ist tatsächlich ein Parfum. Und genau darum geht es ja irgendwie, dass man auch so einen schönen Schleier hinter sich herzieht und einfach richtig, ja, frisch gewaschen riecht. Der saubere Charakter bei dem Bergamundi kommt sicherlich auch durch den Moschus, der da mit drin ist, der sich einfach sukzessive dann unter den Duft legt. Und was auch schön ist, wir haben hier eine kleine zurückhaltende Zeder mit drin. Und ich finde immer diese Kombination aus der leichten Cremigkeit und dieser sauberen Note in Kombination mit dieser Zeder, die für mich persönlich oftmals so ein bisschen trocken wirkt, finde ich super spannend. Also der Bergamundi ist definitiv ein sauberer Duft, der aber wirklich einen schönen frischen Kick auch mitbringt. Ich hatte ja gerade gesagt, dass die Düfte, die so in diese saubere Richtung gehen, vielleicht auch so einen leichten zitrischen Einschlag mit drin haben, oftmals so von der Haltbarkeit und von der Silage okay sind, aber jetzt nicht ja, mega übertrieben. Ich muss sagen, der nächste Duft, den ich dabei habe, der hat schon wirklich eine ordentliche Silage und eine tolle Haltbarkeit, vor allem für so einen sauberen, etwas zitrischeren Duft. Und das ist von Parfums de Marly, der Galloway. Und ehrlich gesagt wäre ich von Parfums de Marly auch ein bisschen enttäuscht gewesen, wenn der Duft jetzt kein Performer gewesen wäre. Dann ist es von der Marke einfach gewöhnt. Aber lasst uns auch hier mal dran riechen. Ja, wir haben am Anfang, das ist ganz ungewohnt für einen Parfums de Marly Duft, finde ich, dass er so ein bisschen zurückhaltend schon fast ist, aber trotzdem ist die Haltbarkeit gut. Der startet aber richtig schön zitrisch. Und was auch toll ist, wir haben eine ordentliche Portion Pfeffer von Beginn an mit drin. Das prickelt schön in der Nase, gibt so einen schönen frischen Kick nochmal mit rein und gibt eben unter diese zitrischen Noten auch echt eine schöne Gewürzigkeit mit rein. Was schön ist, ist, dass sich sukzessive eben durch dieses zitrische, pfeffrige Opening so eine sanfte Note mit reingibt, durch die schönen Blüten, die wir mit drin haben. Wir haben hier zum Beispiel Orangenblüte mit drin, wir haben hier eine schöne Iris mit drin. Von den Blüten her kann man schon irgendwie interpretieren, dass die einen sauberen Charakter mit reingeben. Was schön ist, mit der Zeit kommt eine schöne Moschusnote mit rein, rundet das Ganze so ein bisschen ab, aber das ist wirklich ein Duft, der bleibt so frisch, der bleibt zitrisch, leicht. Natürlich die zitrischen Noten, die wir am Anfang gerochen haben, flachen so ein bisschen ab.
Und was bleibt, ist so ein schönes frische Gefühl, ja, wie frisch geduscht quasi. Wirklich toll. Auch ein Duft, der für mich perfekt zu einem weißen T-Shirt passt. Ein Duft, den man auch zu jedem Anlass tragen kann. Wenn man jetzt auffallen möchte, zum Beispiel wenn man weggeht, dann wäre er für mich so ein bisschen zu zurückhaltend. Da würde ich wahrscheinlich zu einem anderen Duft greifen. Aber so für tagsüber, gerade auch Frühling, Sommer, perfekt. Also das ist wirklich ein Duft, mit dem kannst du auf keinen Fall was falsch machen. Ich hoffe, dass auch für dich ein Duft dabei ist, der vielleicht zu deinem nächsten weißen T-Shirt getragen werden wird. Lass mich gerne in die Kommentare wissen, wie du die Düfte findest und ich freue mich, wenn du beim nächsten Video wieder mit dabei bist. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.